Moin, moin, ihr lieben Seebären mit oder ohne Bart, mit oder ohne Haare auf dem Kopf. Willkommen zu meiner nächsten Geschichte mit Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von Michael Ende. 16. Kapitel, in dem Jim Knopf eine wesentliche Erfahrung machte. Jeder Mann, der einmal eine Wüste durchreist hat, weiß, dass die Sonnenuntergänge dort von ganz besonderer Pracht sind. Der Abendhimmel strahlt in allen Farben, vom feurigsten Orange bis zum zartesten Rosa, hellgrün und violett. Lukas und Jim saßen auf dem Dach ihrer Lokomotive und baumelten mit den Beinen, dabei aßen sie die Reste aus dem Proviantkorb auf und tranken den letzten Tee aus der goldenen Thermosflasche. Jetzt gibt nichts mehr, bis wir neuen Proviant finden, meinte Lukas sorgevoll. Die Hitze hatte etwas nachgelassen, es war sogar ein leichter Wind aufgekommen. Der beinahe kühl, aber sie hinstrich, die Luftspiegelungen waren verschwunden, außer eine einzige, die sich hartnäckig noch eine Weile zu halten versuchte. Es war aber nur ein ganz kleiner Naturerscheinung, ein halbes Fahrrad, auf dem ein Igel saß. Er fuhr nach eine Viertelstunde lang etwas verloren in der Wüste umher, dann löste er sich auf. Jetzt dürfte die beiden Freundinnen ziemlich sicher sein, dass die eben am Horizont untergegangene Sonne die wirkliche Sonne war. Und da die Sonne bekanntlich immer im Westen unterging, konnte Lukas jetzt ganz leicht bestimmen, wo Norden war und wie er zu fahren hatte. Die Abendsonne musste zum linken Fenster hinaus scheinen. Das war ganz einfach, und so dampften sie los. Als sie eine Weile unterwegs waren und die Sonne sich anschickte, hinter den Horizont zu versinken, fiel Jim etwas Merkwürdiges auf. Bisher waren die Geier ihnen beständig hoch über in der Luft gefolgt, aber nun drehten sie plötzlich all zugleich um und flogen davon. Sie schienen es sogar besonders eilig zu haben. Jim teilte Lukas seine Beobachtung mit. Vielleicht haben sie es endlich aufgegeben, knurrte Lukas zufrieden. Doch in diesem Augenblick stieß Emma plötzlich einen grellenden Pfiff aus, der wie einen entsetzten Schrei klang, und zugleich machte sie ganz von selbst kehrt und raste wie verrückt davon. Lukas griff nach der Bremse und brachte Emma zum Stehen. Sie hielt zitternd und schnaufend, stoßweise keuchend. »Nanu, Emma«, rief Lukas, »was sind das denn für neumodische Sitten?« Jim wollte etwas sagen, als er zufällig nach hinten hinausblickte, und da blieb ihm die Worte im Hals stecken. »Da«, konnte er nur flüstern. Lukas fuhr herum, und was er nun draußen sah, das übertraf einfach alles, was ihm jemals vor Augen gekommen war. Am Horizont stand ein Riese, von so ungeheurer Größe, dass selbst das himmelshohe Gebirge, die Krone der Welt, neben ihm wie ein Haufen Steinholzschachteln gewirkt hätte. Offenbar war es ein sehr alter Riese, denn er hatte einen langen weißen Bart, der ihm bis auf die Knie herabhing und merkwürdigerweise zu einem dicken Zopf geflochten war.
Wahrscheinlich, weil es auf diese Weise einfacher war, den Bart in Ordnung zu halten. Man kann sich ja vorstellen, wie mühsam es sein müsste, einen solchen Urwald jeden Tag zu kämmen. Auf den Kopf trug der Riese einen alten Strohhut. Wo in aller Welt mochte er nur so riesige Strohhalme geben? Der gewaltige Leib steckte in einem alten, langen Hemd, das freilich größer war als der allergrößte Schiffssegel. »Oh«, stieß Jim hervor, »das ist kein Vater. Schnell fort. Lukas, vielleicht hat er es nur noch nicht gesehen.« »Immer mit der Ruhe«, erwiderte Lukas und paffte kleine Wölkchen. Dabei beobachtete er den Riesen scharf. »Ich finde«, stellte er fest, »außer seine Größe nicht der Riese ganz manierlich aussah.« »Was?« stotterte Jim entsetzt. »Nun ja«, meinte Lukas ruhig, »bloß weil er so groß ist, braucht er ja doch nicht lange kein Ungeheuer zu sein.« »Ja, aber«, stammelte Jim, »wenn es aber doch eins ist.« Jetzt steckte der Riese sehnsüchtig die Hand aus. Dann stieß er, wie sie hoffnungsvoll wieder sinken, und einen tiefen Seufzer schien seinen Brust zu heben. Zu hören war allerdings seltsamerweise nichts. Es blieb ganz still. »Wenn es uns was tun wollte«, sagte Lukas, die Pfeife zwischen den Zähnen, »dann hätte er es längst gekonnt. Er scheint gutartig zu sein. Möchte bloß wissen, warum er nicht näher kommt, ob er sich am Ende vor uns fürchtet.« »Oh, Lukas«, strömte Jim, dann war Angst, die Zähne zum Klappern anfangen. Jetzt ist er aus mit uns.« »Glaube ich nicht«, erwiderte Lukas. »Vielleicht kann uns der Riese sogar sagen, wo wir uns die verflixte Wüste herauskommen.« Jim verschlug es die Rede. Er wusste nicht, was er denken soll. Plötzlich hob der Riese beide Hände, faltete sie und rief mit einem ganz dünnen, armseligen Stimmchen: »Bitte, bitte, ihr Freunde, lauft nicht fort. Ich will euch gewiss nichts tun.« Bei meiner Größe hätten die Stimmen eigentlich wie ein Donnern klingen müssen. Da war aber kein der Fall. Man konnte für einen Grund haben. »Mir scheint«, brummte Lukas, »das ist ein ganz harmloser Riese. Es kommt mir sogar sehr nett vor. Nur mit seiner Stimme ist irgendwas nicht in Ordnung.« »Vielleicht verstellt er sich«, rief Jim voller Angst. »Er will uns wahrscheinlich fangen, einkochen, und ich habe mal von einem Riesen gehört, bestimmt. Lukas, da braucht ihn nicht bloß, weil er so mächtig groß ist«, antwortete Lukas, »aber das ist kein Grund. Dafür kann es schließlich nichts.« Jetzt ließ sich der Riese am Horizont auf die Knie nieder und rief mit flehentlich gefaltete Hände: »Ach, bitte, bitte, glaubt mir doch, ich will euch nichts tun. Ich will nur mit euch reden. Ich bin so allein, so schrecklich allein.« Wieder klang die Stimme seltsam kläglich und dünn. »Der arme Kerl kann einen ja richtig leid tun«, sagte Lukas. »Ich werde ihn mal winken, damit er merkt, dass wir nichts Böses im Sinne haben.« Mit Entsetzen beobachtet
Jim, wie Lukas sich aus dem Fenster beugte, höflich die Mütze zog und mit seinem Taschentuch winkte, jetzt würde der Unheil gleich über sie hereinbrechen. Der Riese erhob sich langsam, erschien unschlüssig und ganz verwirrt. »Heißt das«, rief er mit seinem düsteren Stimmchen, »ich darf näher treten?« »Jawohl«, schrie Lukas, doch die hohle Hand und winkte freundlich mit dem Taschentuch. Der Riese machte vorsichtig einen Schritt auf die Lokomotive zu. Dann hielt er inne und wartete. »Er glaubt uns nicht«, knurrte Lukas. Kurz entschlossen stieg er aus und ging den Riesen winkend entgegen. Jetzt vor Entsetzen alles vor dem Auge. Vielleicht hatte Lukas einen Sonnenstich bekommen. Aber wie auch immer, Jim kannte seinen Freund Lukas unmöglich allein in eine solche Gefahr hineinlaufen lassen. Also stieg er ebenfalls aus und rannte hinter Lukas her, obwohl ihn dabei die Knie zittern. »Warte doch, Lukas«, keuchte er. »Ich komm mit.« »Na siehst du«, sagte Lukas und schlug ihn freundlich auf seine Schulter. »Die ist schon viel besser. Angst taugt nämlich nix. Wenn man Angst hat und sich meistens alles viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist.« Als der Riese sah, wie der Mann und der kleine Junge aus der Lokomotive ausstieg und winkte, auf ihn zukam, wurde ihm klar, dass er wirklich unbesorgt sein durfte. Sein unglückliches Gesicht hallte sich auf. »Also, Freunde«, rief er mit seiner dünnen Stimme, »dann komm ich jetzt.« Und dann setzte er sich in Bewegung und schritt auf Jim und Lukas zu. Aber was nun geschah, war so erstaunlich, dass Jim Mund und Nase aufsperrte und Lukas seine Pfeife zu ziehen vergaß. Der Riese kam Schritt für Schritt näher, und bei jedem Schritt wurde er Stückchen kleiner, als er noch 100 Meter entfernt war. Schien es nicht mehr viel größer zu sein als ein halber Kirschbaum. Nach weiteren 50 Meter hatte er nur noch die Höhe eines Hauses, und als er schließlich bei Elmer anlangt, war er genauso groß wie Lukas, der Lokomotivführer, und sogar fast einen halben Kopf kleiner. Vor den beiden staunenden Freunden stand ein magerer alter Mann mit einem feinen und gütigen Gesicht. »Guten Tag«, sagte er und nahm seinen Strohhut ab. »Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, dass ihr von mir weglaufen. Seit vielen Jahren schon stehe ich immer danach, dass ich einmal jemanden so viel Mut aufbringen würde, aber niemand hat sich bis jetzt näher gekommen lassen. Da sehe ich doch nun von Ferne so schrecklich groß aus. Ach, übrigens, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Turtur. Mein Vorname heiße ich Tur und mit dem Namen auch Tur.« »Guten Tag, Herr Turtur«, antwortete Lukas höflich und nahm eine Mütze ab. »Mein Name ist Lukas, der Lokomotivführer.« Er ließ sich seine Verwunderung kein bisschen anmerken und tat, als sei es sonderbare Begegnung, ganz selbstverständlich. Lukas war ihm wirklich ein Mann, der wusste, was sich gehört. Nun raffte sich auch Jim auf, den Herrn Turtur noch immer mit offenem Mund angestarrt hatte und sagte: »Ich heiße Jim Knopf.« »Ich freue mich wirklich ungemein«, sagte Herr Turtur, diesmal zu Jim gewandt, »vor allem darüber, dass ein junger Mann wie Sie, mein lieber Herr Knopf, schon so außergewöhnlich scherzbeherzt ist. Sie haben mir einen bedeutenden Dienst erwiesen.« Ich, stotterte Jim und errötete unter seiner schwarzen Haut bis an beiden Ohren. Es scheint sich plötzlich ganz gewaltig, denn in Wahrheit war er dadurch nicht mutig gewesen, und im Stillen nahm er sich vor, nie wieder vor irgendetwas oder irgendetwas Angst zu haben, bevor ihn oder es nicht aus der Nähe betrachtet hatte.
Man konnte ja nicht wissen, ob es nicht so ärgerlich war wie mit Herrn Tutur, und es gab sich Gedanken, selbst in Ehrenfurcht immer daran zu denken. Wissen Sie, sagte Herr Tutur, jetzt wieder zu Lukas. In Wirklichkeit bin ich nämlich gar kein Riese, ich bin nur ein Scheinriese. Aber das ist eben das Unglück, deshalb bin ich so einsam. Das müssen Sie uns näher erklären, Herr Tutur, entgegnete Lukas. Sie sind nämlich der erste Scheinriese, dem wir begegnet müssen Sie wissen. Ich werde Ihnen gerne erklären, so wie ich kann, versicherte Herr Tutor. Aber nicht hier. Darf ich Ihnen mir erlauben, meine Herren, Sie in meine bescheidene Hütte zu Gast zu laden? Wohnen Sie denn hier? Fragte Lukas erstaunt. Mitten in der Wüste. Allerdings, antwortete Herr Tutor lächelnd, ich wohne mitten im Ende der Welt, nämlich bei der Oase. Was ist eine Oase? Fragte Jim vorsichtig. Ich befürchte schon wieder irgendeine Überraschung. Oase, erwiderte Herr Tutor, nennt man eine Quelle, eine andere Wasserstelle in der Wüste. Ich werde Sie hinführen, aber Lukas sollte lieber mit Ella fahren, schon damit Emma bei der Gelegenheit neues Wasser tanken konnte. Es dauert jedoch eine Weile, bis Lukas und Jim die ängstlichen Scheinriese davon überzeugen hatte, dass er ganz ungefährlich sei, mit einer Lokomotive zu fahren. Schließlich stiegen sie alle drei auf und dampften los. Und das war's erstmal. Wenn es bis dahin euch gefallen hat, kommentieren, abonnieren, Glocke betätigen, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ich bin hier zurzeit auf Neuromulus, wie gesagt. Hinter mir ein schönes Aquarium mit devanischen Fischen. So, und wenn es euch, wie gesagt, der englische Übersetzung, diesmal werde ich ein bisschen was anderes machen. Ich werde noch versuchen, mal was herum zu experimentieren und nicht nur Englisch anzubieten, sondern auch mehrere Sprachen. Kommt nämlich nach der Premiere morgen. Ab morgen um 20 Uhr hier auf diesem Kanal. Und wie immer jeden Sonntag auf meinem Twitch-Kanal mit Star Trek Online Steffi Wegener. Dann bis dahin viel Spaß und ja, wünsche ich euch einen genauen Arbeitstag oder angenehmen Feierabend. Naja, wenn das hier online geht, dann ist dann nämlich dann sowieso für manche Leute ja Feierabend, die ihren Feierabend genießen. Naja, dann bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.